Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools.tv. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um genau das hier von der Firma Ingersoll Rand. Die Erfinder des Schlagschraubers machen natürlich heute immer noch Schlagschrauber, und zwar Schlagschrauber wie kein anderer, und die schauen wir uns heute mal an. In den Kommentaren lesen wir immer wieder, macht doch mal wieder etwas mit dem Thema Schlagschrauber. Und wir haben uns gedacht, wenn schon Schlagschrauber, dann derjenige, der es erfunden hat. Also nach unserem Wissen hat Ingersoll Rand das Thema erfunden, und deswegen schauen wir uns heute hier mal 3 verschiedene Schlagschrauber an. Und zwar eigentlich von Ingersoll Rand so die kleinste Serie, die es gibt. Es gibt ja Schlagschrauber bis zu quasi unendlichen Newtonmeterzahlen. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Die schauen wir uns gleich mal an. Aber wer ist Ingersoll Rand eigentlich? Die Firma wurde schon 1871 gegründet von Simon Ingersoll, und er hat den ersten dreibeinigen dampfbetriebenen Gesteinsbohrer entwickelt und patentiert. Und das klingt eigentlich erstmal gar nicht so spannend, aber es hat damals den Gebäude-, Straßen- und Brückenbau förmlich revolutioniert. Und mal als Beispiel, 1904 war Ingersoll wieder mit am Start beim Bau des Panama-Kanals, 1927 genauso beim Bau von Mount Rushmore. Krass, oder? Und über die Zeit ist es so, dass Ingersoll immer größer wurde und vor allem auch immer wichtiger für die Industrie. Und sie haben eine Sache zum Beispiel gemacht, sie haben für die Ford Motor Company ein Montagesystem für die Differentiale hergestellt. Und da musst du schon wirklich sehr genau arbeiten. Und noch ein anderes Thema, was ich hoch emotional finde, ist das Thema Nesca. Richtig coole Rennserie. Was hat Ingersoll da gemacht? 1998 haben sie die Thunder Gun eingeführt, mit der die Räder gewechselt werden. Und das ist eine Sache, da muss man schnell sein und präzise. Und du siehst, Ingersoll Rand ist eine Firma, die 150 Jahre Erfahrung hat in dem Thema und eine der absoluten Spezialisten ist mit dem Thema Schlagschrauber, und deswegen schauen wir uns das an. Und übrigens, das sind natürlich nur die kleineren Geräte. Von Ingersoll gibt es auch Folgendes, und zwar das Ganze natürlich druckluftbetrieben und bis quasi unendlichen Newtonmeterzahlen hoch. Aber wir fangen mal an mit etwas Verträglichem wie den hier, nur 1300 Newtonmeter. Aber lasst uns jetzt wirklich mal zu den Geräten kommen. Ich habe hier 3 Geräte mit jeweils einer Halbzollaufnahme. Ist ja vor allem für den Kfz-Bereich in dem Fall hier gedacht. Und wir haben hier 1360 Newtonmeter, 460 Newtonmeter und 320 Newtonmeter Anzugsdrehmoment. Beziehungsweise hier habe ich es gerade, ich hatte ehemals noch im Kopf, über 2000 Newtonmeter Lösemoment. Das ist schon eine ganze Menge. Und eine Sache möchte ich schon mal vorweg sagen. Die Geräte sind wirklich sehr speziell. Jetzt könnte man sagen, ach, so ein Schlagschrauber, der schlägt halt und macht ja irgendwie was lose, dann ist das schon gut. Aber das hier sind, man merkt das wirklich, das hier sind Geräte für die Industrie. Das sind Geräte, die sehr, sehr langlebig ausgelegt sind, und viele Kleinigkeiten sind hier einfach anders. Wie zum Beispiel, hier seht ihr das, der Ring hier, da gehen wir gleich mal im Detail darauf ein, hat eine ganz andere Güte als das, was du normalerweise kennst von solchen Geräten. Aber auch die ganze Haptik von den Geräten, das ist einfach was anderes. Und das sind so viele Kleinigkeiten, die wirklich einen Unterschied machen. Aber ich habe wirklich gemerkt, so, ich nehme es in die Hand, irgendwie so, das ist irgendwie anders. Allein schon das Kunststoff hier hat eine andere Qualität, als ich das eigentlich kenne. Und das sind so auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn du den Akku löst, mach das richtig. Ich mache für euch den Ton hier mal. Du hast einen richtigen tollen Druckpunkt und merkst richtig, jetzt geht er raus und jetzt geht er wieder fest. Bei vielen anderen Akkus ist es auch so, dass du so drauf drückst und gar keinen richtigen festen Druckpunkt hast. Man muss sagen, da haben die wirklich alles richtig gemacht. Was man jetzt übrigens auf den ersten Blick nicht sehen kann, ist, dass dieses Gerät so gebaut ist, dass du es sehr gut reparieren kannst. Es ist, bei den meisten Geräten ist es ja so, dass du so große Bauteile hast, Baugruppen, viel wurde verpresst, vieles wurde verklebt und so weiter. Hier ist es so, dass du es wirklich nahezu komplett zerlegen kannst und die Einzelteile wirklich auch austauschen kannst. Nicht umsonst wurde Ingersoll Rand dafür ausgezeichnet, dass es eines der ökologischen Unternehmen sind in diesem Bereich. Also lass uns mal die Geräte im Detail anschauen. Und hier fangen wir natürlich mit dem stärksten an. Das Wesentliche ist erst einmal, wie du das Ganze verstellst. Und das finde ich sehr clever gelöst. Du hast hier wirklich keine große Elektronik, kein großes Schnickschnack, sondern du sagst hier, ich stelle das Ganze an diesem Drehregler. Und der hat eine sehr schöne Optik und auch Haptik. Und hier hast du 4 verschiedene Möglichkeiten. Du hast Möglichkeit Nummer 1, das heißt, die Schraube wird so lange angezogen, bis sie auf einen Widerstand kommt, bis sie quasi anliegt am Material. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Möglichkeit Nummer 2 oder Einstellung Nummer 2 ist, er dreht es fest bis so um die 80 Newtonmeter. Also er zieht schon mal ein bisschen an, sodass du dann von der Hand nachziehen kannst. Dann nächste Möglichkeit, halbe Kraft. Und dann haben wir die 4. und damit haben wir dann volle Kraft. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass du sie hinten einstellst und nicht hier oben drauf, weil du hast es hier mit einer Hand hinten schnell verstellt, zack, 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 und kannst dann loslegen. Also du hast hier oben drauf wirklich keinerlei Knöpfe, kein gar nichts. Auch am gesamten Gerät, wenn man das jetzt mal so sieht, hast du einfach nur noch Rechts-Links-Lauf und
ja, den Abzug. Mehr ist hier gar nicht dran. Du kannst natürlich hier am Akku noch schauen, wie voll der Akku ist. Aber was ein besonderes Highlight ist, finde ich hier erstmal hier vorne, ist dieser LED-Ring. Ich habe so viele Schlagschrauber schon in meinem Leben in der Hand gehabt, aber so ein schönes Licht wirklich, wirklich selten, weil er beleuchtet das gesamte Arbeitsfeld gleichmäßig und richtig hell. Das ist wirklich sehr cool. Du kannst die Helligkeit hier in 4 Stufen einstellen, das ist überhaupt gar kein Problem, und kannst es für dich eben auch justieren. Aber das ist wirklich hell, sage ich dir. Das kommt bei euch vielleicht gar nicht so rüber, aber hell ist das ja auf jeden Fall. Und das macht wirklich Sinn. Was ich auch schön finde, ist hier nochmal, das Ganze hier oben aus Metall ausgearbeitet ist, dass wirklich auch die Hitze abgeleitet wird, aber das ist eigentlich selbstverständlich. Eine Kleinigkeit, die eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick auffällt, ist, dass das Gerät leicht nach oben angewinkelt ist. Jetzt könnte man sagen, wozu brauche ich das? Das ist doch eigentlich egal. Nee. Wenn du an zum Beispiel einem Rad arbeitest, ja, gehst hier ans Rad ran, winkelst du es ja genau im richtigen Winkel an und jetzt siehst du, dass der Akku weiter weg ist. Das heißt, wenn du in einem Tiefbett bist, ja, dann kann das zum Beispiel auch schon einen Unterschied machen, ob du jetzt hier dagegen kommst oder nicht. Wenn es gerade wäre, siehst du, dann wäre ich viel früher dran. Das hat jemand wirklich mitgedacht. Und wenn du es genau wissen willst, hier in der Anleitung steht sehr detailliert drin, bei welcher Mutter, bei welcher Einstellung hier genau welche Newtonmeter angezogen werden. Übrigens, diese beiden hier sind, was ich eben erklärt habe, annähernd baugleich. Also nicht baugleich, aber funktionsgleich. Das heißt, auch bei dem Modell mit weniger Kraft, mit 460 Newtonmeter, ist es so, wir haben hinten die Einstellung, wir haben hier das Ganze, den LED-Ring, wir haben jetzt auch das Angewinkelte. Das heißt, hier kann ich euch gar nichts Neues dazu erklären. Außer, jetzt geht es zu dem hier, unserem kleinen, der hat eine etwas andere Einstellung. Nämlich, er hat keine Verstellung hier hinten, er hat dafür aber hier den Ring, hier komplett als LED, und wir haben die Einstellung der Kraft auch, hatte ich ja gesagt, nicht hier, sondern hier unten am Gerät. Und ich möchte dir gleich mal was zeigen, was ich wirklich erstaunlich finde. Ich nehme jetzt mal einen Drehmomentschlüssel hier und ziehe mal das Rad hier an, und zwar mit 320 Newtonmeter, mehr kann der Schlüssel nicht, was ihr das mal auch hört. So, haben wir, und jetzt nehme ich das kleinste Gerät hier und schaue mal, ob ich die Schraube gelöst kriege. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie ich das Ganze ohne Probleme lösen konnte. Das heißt, ich habe es mit 23 Newtonmeter angezogen und ihr wisst ja selber, anziehen und lösen ist nochmal was anderes. Aber es war ja eine Sache von Millisekunden nicht, aber vielleicht 1-2 Sekunden und schon war die Schraube ab. Übrigens, das Ganze habe ich hier gelöst mit einer Originalnuss von Ingersoll Rand, die natürlich für den Kfz-Bereich wirklich prädestiniert ist, weil du hier halt den Schutz drumherum hast, um deine Felgen nicht zu beschädigen. Hier jetzt ein bisschen quatschig, aber du weißt ja ganz genau, wie ärgerlich das ist, wenn du deine schöne Alufelge, die am besten noch lackiert ist, dann ankratzt. Hiermit hast du das nicht. Übrigens bei allen Geräten, die wir heute haben, den ehrlichen Preisvergleich findest du unten in der Videobeschreibung. Da findest du halt den aktuellen Preis von allen Geräten, im Solo oder mit Akku. Mir ist gerade eine Sache aufgefallen, die euch vielleicht komisch vorkommt. Ihr habt gerade gesehen, wie ich diese Schraube angezogen habe, aber ich habe diese gelöst. Also glaubt mir, wir haben alle hier mit 320 Newtonmeter auch angezogen. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich nehme jetzt mal das etwas größere Gerät mit 460 Newtonmeter und mal schauen, wie schnell es damit geht. Übrigens ganz wichtig für euch, ja? Bitte denkt an eure Ohren. Läuft. Natürlich will ich euch auch noch den ganz großen zeigen und dafür brauchen wir aber auch etwas anderes, und zwar das hier. Eine etwas größere Felge auf jeden Fall und eine M32er Nuss, und mal schauen, wie gut das funktioniert. Du hast gerade gesehen, wie wunderschön und schnell er diese riesige Schraube einfach losgedreht hat, die wir auch ordentlich angezogen haben. Aber mal ein anderes Thema, das Thema Akku. Was haben wir hier eigentlich? Wir haben hier einen 20 Volt Akku, also ihr wisst es ja, wie das ist. Das heißt, wir haben hier einen 18 Volt Akku in allen 3 Geräten. Hier den großen mit 5,6 Ampere-Stunden, hier den 2,5er. Für euch aber ganz wichtig, diese beiden Geräte brauchen wirklich den großen Akku für die maximale Power. Und weil die Frage natürlich mal wieder aufkommt, ist denn der Akku kompatibel, den wir haben? Nein, das ist eine Eigenentwicklung von Ingersoll, die wirklich nur auf die eigenen Geräte passt. Apropos Geräte. Diese Geräte hier haben
3 Jahre Garantie. Und dazu musst du nichts registrieren, machen und tun, sondern du hast einfach von Hause aus 3 Jahre Garantie auf die Geräte. Also Ingersoll sagt wirklich, wir stehen hinter unseren Geräten und wir stehen für diese Qualität. Finde ich schon krass, beziehungsweise ich muss sagen, eigentlich, wenn ich die hier so sehe, ja, eigentlich gar nicht, weil ich glaube, die hier halten eine ganze Menge aus, damit kannst du richtig loslegen, weil Industriestandard, ja, dafür ist es gemacht, um wirklich härteste Anwendungen auch wirklich langfristig auszuhalten. Und natürlich, man kann das Ganze warten, man kann das Ganze reparieren und so weiter. Das ist schon wirklich cool. Sollen wir die Geräte mal mit anderen Herstellern vergleichen oder sollen wir auch mal das Thema Druckluft reingehen? Ich glaube, da werden die Kommentare wieder explodieren. Wir lesen uns da und bis dahin ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.